Was geht ab? Whip-Off Games, jeder kennt diese List. Wenn du es aber nicht weißt, A. Schäm dich, 2. Was ist mit dir los? Und C. Ich werde dir das aber zum Glück erklären. Whip-Off oder Bootleg-Spiele sind Spiele, die an bekannten Spielen 1:1 kopieren. Nur mit dem Unterschied, dass diese Spiele eher schäbiger sind als das Original. Aber der Vorteil dieser Spiele sind, dass sie kostenlos in den App Stores sind. Wenn man denkt, dass diese Spiele eher wenige Downloads hat, liegt man komplett falsch. Diese Spiele haben mehrere von Millionen von Downloads. Das nur vermutlich kommt, weil Leute broke as fuck sind für die Originalspiele. Oder es sind Kinder. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Und in diesem Video spiele ich auch so welche Spiele zu Minecraft. Ich werde in diesem Video 6 Whip-Off Games von Minecraft spielen und sie dann in dieser Tierliste zu bewerten. Und für euch, die nie Minecraft gespielt habt, weil ihr für das Game A. zu broke seid, B. zu broke seid oder C. Kinder seid. Ja, es spielen, damit ihr nach dem Video eine Alternative habt. Deswegen lassen wir nicht so lange reden und fangen mit den Games an. It's gonna be my celebrity phone call. Tom Holland. Man, what the fuck? Man, I don't wanna talk your Das erste Game heißt Craft Pocket Edition. Beide haben die eine der Voraussetzungen für ein Minecraft Whip-Off erfüllt. Und das ist der Name. Weil, keine Ahnung, aber jedes Minecraft Whip-Off muss immer heißen mit Craft, Block oder Cube. Als wäre das so eine Pflicht, den so zu nennen. Aber soll ich euch zeigen, wie mein erster Eindruck war mit diesem Meisterwerk? Na, was zum Fick ist das? Und ja, so sieht das Game aus. Und wie ihr von meiner Reaktion gemerkt habt, war ich gesockt. Das Ding ist, ein gutes Game zu machen, ist nicht einfach. Das weiß ich selber. Weil es so viele Kriterien hat, um es zu schaffen, dass Indie-Studios oder kleine Entwickler es nicht so leicht schaffen. Und dafür haben sie auch meinen Respekt. Aber, wenn man nicht mal ein Game zu 16:9 macht, sondern zu 4:3, für ein Game, das nicht in den 2000er erstellt wurde, das noch in dieser Zeit noch da war, bevor alles zu 16:9 wurde, sondern ein Game, das 2020 kam, wo 4:3 ausgestorbener war als... Mir fällt gerade nichts ein, aber das ist komplett dreist. Das Traurigste ist, sie haben es nur 4:3 gemacht, um Hardcore in den Seitenränder Werbung drauf zu klatschen für das Geld. Und wenn ihr denkt, dass es die einzigste Werbung im Game ist, nein. No joke, in Gefühl jeder Minute kommt immer dieselbe Werbung, die mir während des Spiels das Bedürfnis gegeben hat, das an meinen Laptop zu tun. Okay, ich beruhige mich mal und hör auf, die ganze Zeit mich zu beschweren, sonst wäre es noch so in einer Kerwin. Weil vielleicht haben sie es eher mit dem Gameplay konzentriert und das, was ich gleich spiele, wird Game of the Year für das beste Gameplay sein. Das Gameplay ist kompletter Trash. Auch wenn ihr das gerade nicht seht, aber ich drücke die ganze Zeit einer der WASD-Tasten und ich bewege mich nicht. Auch nicht mit den Pfeiltasten, aber erst nach 30 Sekunden und einer Werbung konnte ich mich erst bewegen, das schon die Qualität des Games schon zeigt. In diesem Game kannst du nur Sachen erstellen mit diesem kleinen Inventar oder auch sie löschen. Wo ich auch versucht habe, mich bis zum Ende runterzubauen, bis da nichts kam und ich out of map war, ohne zurückzuspawnen. Das bedeutet, das Game wieder neu starten, wieder eine Werbung anzauen. Warum mache ich das? Und da sind wir auch wieder. Ich wollte danach auch testen mit dem Inventar, dass man das TNT explodieren kann. Kann man aber nicht. Egal, dass du es mit Feuer anzündest, das by the way keine Physik hat in diesem Game, oder auch andere Sachen versuchst, um es anzuzünden. Es ist nur ein Block, wo ich mich selber frage, warum wurde es dann hinzugefügt, wenn es keinen einzigen Nutzen hat, weil es in Minecraft drin ist. Dieses Spiel ist so wie die erste Version von Minecraft, nur mit dem Unterschied, dass das 1000-mal schlechter ist, wo ich mir sogar vorstellen kann, dass die erste Version von Minecraft mir mehr Spaß machen würde, als das, was ich gerade gespielt habe. Das sogar bei mir 3-mal abgestürzt ist. Man merkt, dass ich sehr viel Spaß hatte mit dem Game. Aber auch egal, spiel mir das nächste Game Craft Pocket 3D an. Das 3D steht sicherlich für Verbesserung. Wow, warum heißt es Blockcraft? Heißt es nicht
Craft Pocket 3D? Geht's nur mir so oder bekomme ich auch nur ein Déjà-vu? Und wenn ihr fragt, dass er derselbe Entwickler ist wie von Craft Pocket Edition? Nein, weil wenn man auf More Games geht, kommt man auf die Internetseite vom Entwickler, vermutlicherweise. By the way, was haben sie für nice Games wie Minecraft Online, Ronaldo Kick One, Fortnite Building, Among Us Puzzle? Hey, sie haben sogar Mrs. Pac-Man. Es ist einfach nur Pac-Man. Aber kommen wir mal wieder zu den Seiten. Das Ding ist, dass die Seiten zwei unterschiedliche Namen haben von den Games. Wenn es ist A, der gleiche Entwickler mit zwei unterschiedlichen Seiten, oder B, einer der Entwickler hat sich wie einige YouTuber sich inspirieren lassen. Aber kein Plan, deswegen machen wir mal weiter mit dem Game. Und es wird jetzt einfach komplett identisch zu Craft Pocket. Schlechte Steuerung, 4:3, das Video sieht einfach an sich einfach nur hässlich aus. Und Werbung bis zum geht nicht mehr. Und das ist einfach komplett dreist, weil die einzigste Existenz dieser beiden Spiele sind, viel Werbung drauf zu klatschen, um noch Profit mit diesen Trash-Games zu machen. Weil sie sicherlich wissen, dass ihre Rip-Off-Games komplett Trash sind und dass Leute es maximal nur 5 Minuten spielen. Oder sie denken, dass ihre Games wirklich gut sind. Das es noch trauriger macht. Deswegen kann ich diesen Games nur maximal diese Bewertung geben. Und Blockstrike dazu. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum ich Blockstrike dazu genommen habe. Naja, ich zeige euch mal das ganze Gameplay und ihr könnt mal sehen, warum ich das hinzugefügt habe. Ja, das ist das gesamte Game. Es funktioniert einfach nicht. Wirklich, ich habe mindestens über 5 Minuten gewartet, aber es ist nichts passiert. Der Ladebalken hört einfach bei der Hälfte auf, als wäre das Spiel abgestürzt. Aber Hauptsache funktioniert noch die Werbung. No joke, das gesamte Spiel funktioniert nicht, aber Hauptsache funktioniert noch die Werbung. Mehr muss ich nicht mehr sagen. Um nochmal den Standpunkt zu setzen. Ich habe 3 Games gespielt, 2 von denen waren super trash und noch komplett identisch. 1 sogar hat nicht mal funktioniert. Ich bin komplett optimistisch für die nächsten 3 Games. By the way, gewöhnt euch schon mal an dem 4:3 Format, das wir schon bei den letzten Games gesehen haben, weil er wird schon bei den nächsten Games vielleicht auch kommen. Das nächste Game erfüllt sicherlich ein paar Träume von euch. Und ich beginne jetzt mit einer kleinen Story. Film ab! Liebes Epic Games Team, ich bin seit Jahren ein großer Fan von eurem Videospiel Fortnite Battle Royale. Ich habe mein ganzes Leben dieses Spiel gewidmet. Ich habe mir Merchandise geholt, alle Skins geholt und noch vieles andere. Aber einer meiner größten Träume war, dass ihr eine Kooperation mit Minecraft machen könnt. Ihr habt so viele andere Kooperationen gemacht mit anderen Videospielen, außer zu Minecraft, dass ich überhaupt nicht verstehen kann. Ich will doch auch nur mit meinem blockigen Steve durch die Insel fliegen und damit einen epischen Sieg zu holen. Deswegen wünsche ich mir, dass ihr mir diesen Wunsch erfüllen könnt. Ich hoffe, die werden auch die E-Mail lesen. So schnell eine Antwort? Krass, dann guck ich mal. Lieber Max, es tut uns leid, aber leider können wir Ihren banalen Traum einer Cooperation mit Minecraft nicht erfüllen. Da sind sogar die lang erwünschten Bubis Animation der weiblichen Charaktere weniger banaler. Hahaha. Okay, wenn ihr das nicht macht, mach es mir selber. Gute der Hackermontage.
Endlich habe ich ein Game gefunden, das Minecraft und Fortnite vereint. Es ist Craft Shooting Fort Battle. Craft Shooting Fort Battle. Ja, dieses Spiel gibt es wirklich. Ein Spiel, das diese beiden Spiele vereint. Das ist so interessant klingt ein Minecraft-Spiel, das sich so spielt wie ein Battle Royale. Gucken wir mal dann, wie das Spiel ist. Was zum Fick ist das? Das ist kein Minecraft oder Fortnite Rip-Off. Das ist ein 3D-Dungeon-Game. Wenn kann das als Zelda Rip-Off gelten, aber nicht die beiden Spiele. Obwohl vom Titel, wie auch vom nicht so ähnlichen Game-Icon, daraus spricht, dass wir ein Minecraft Fortnite Battle Royale Spiel spielen, ist das was komplett anderes. Aber auch wenn es komplett gescampt wurde, ist das Game ganz okay. Okay, so nur okay. Eher unter dem Durchschnitt. Green, what's your problem, Green? What is your problem? Ist halt ein generisches Dungeon Game. Mit hässlichen Gegnern. Brother, what's that? Ich meine das ernst. What the fuck sind das für Gegner? Und die Steuerung ist eher Trash. Nicht so wie die anderen Spiele, das ist eine andere Liga an Trash. Aber richtig komisch. Man bewegt sich mit dem WASD-Tasten, das ja noch normal klingt. Aber die Kamera so bewege, nimmst du nicht wie auch gefühlt in jedes Game die Maus, sondern die E- und Q-Taste. Hä? Das ist es nur schlecht anhört, sondern auch ist. Und wie auch am Gameplay sieht, dass es mehrmals einer der WASD-Tasten drücken muss, um mich richtig zu bewegen, anstatt einer der WASD-Tasten gedrückt zu halten, wie bei gefühlt jedes normales Game. Das ist auch nicht mal ein angenehmes Spiel, sondern übelst komisch. Sonst ist das Game wie gesagt halt ganz okay. Ist halt ein generisches Dungeon Game. Kommen wir mal aber zum Kampfsystem. Wenn man das als Kampfsystem gelten lässt, das Problem am Kampfsystem ist, dass du gezwungen bist, Schaden zu nehmen. Das nur so ist wegen dieser nervigen Steuerung, wo du dich auch so bewegen musst. Aber zum Glück kam es jetzt nicht so in der Situation, wo ich jetzt gestorben bin, weil du in den Level auch sehr viel Heilung findest. Und die Gegner sind auch nicht so schwer, die sind jetzt nicht ein auf Dark Souls Level. Ich muss aber noch sagen, ich habe auch nicht so lange gespielt. Wenn, habe ich ungefähr um die 5 Minuten am Gameplay aufgenommen, weil das Spiel auch jetzt nicht so spannend ist. Das Problem auch am Spiel ist, das bleibt auch einfach dasselbe. Du gehst in ein Level rein, besiegst da die Gegner, das Level ist vorbei, kauf dir da vielleicht die neuen Waffen oder Gegenstände und dasselbe passiert auch wieder. Wo jetzt nicht in mir das Bedürfnis kam, das jetzt weiter zu spielen. Wenn ihr aber das Spiel spielen wollt, das euch nicht so empfehlen würde, hier ist der Name, ich würde das Spiel im C-Tier packen. His laugh. His funny little requests. Touch me. His reprimands. Touch me harder. Das nächste Game heißt Worldcraft und ich bin euch ehrlich, es macht schon einen guten ersten Eindruck. Ich weiß, das Menü sieht jetzt nicht oberkrass aus und sieht ein bisschen beschissen aus, aber ihr müsst mich verstehen. Ich musste gerade so welche Spiele spielen. Nice. Sie haben einfach literally einen Rechtschreibfehler. Das ist mein ersten Eindruck des Games. Naja, so. Aber lassen wir uns nicht von der Google-Übersetzung. Was war das für ein deutscher Satz? Stören und spielen mal den Singleplayer. Und das ist wirklich ein guter Singleplayer für ein Whip-Off-Game, das sogar ein bisschen Minecraft ähnelt. Es gibt eine Lebensanzeige, eine Hungerkeulenanzeige, die typischen Minecraft-Blöcke, Waffen, Rüstungen und die Steuerung ist sogar gut. Anstatt den Dreck, den ich spielen musste. Wisst ihr aber, was das Beste ist? Es ist 16:9 und hat keiner dieser nervigen Werbung. Aber es gibt ein paar Probleme wie die Soundeffekte bei den Mobs, weil sie klingen nicht so crispy clean, sondern eher nicht angenehm. Gucken wir mal, wie das Bauen des Games ist, das ja bei Minecraft eine typische Eigenschaft ist. Aber mit einer Minecraft-Baumontage.
So, nach 3 Minuten bauen ist das mein Haus geworden. By the way, ich habe es extra 2 Blöcke hochgemacht. Nicht, dass ich euch triggern wollte oder dass ich so faul war, um es höher zu machen und es vermutlich noch schöner zu machen. Nein. Ich habe das für den Komfort des Hauses gemacht. In einem kleinen, geengten Raum, irgendwo im Wald. Mir sind bei einigen Stellen das Holz ausgegangen, wo ich anstatt Holz Erde benutzt habe. Hier ist noch meine Crafting Bank, da sind noch meine Türen und das war mein Haustür 2024. Vertraut mir, Leute, irgendwann werdet ihr dieses Haus in irgendeiner Kunstausstellung sehen. Und ich meine das nicht mal übertrieben, weil wenn es schon in so welchen Ausstellungen sowas gibt. Was ist daran Kunst? Gucken wir mal, wie die Gegner sind in dem Game und wow. Warum sieht der Zombie aus wie einer aus dem Hamburger Hauptbahnhof? For real, die sahen wirklich so aus. Ich werde auch nicht über die Soundeffekte vom Zombie reden. Die mich auch am Hamburger Hauptbahnhof erinnern. Sonst gibt es auch nichts mehr zum Sagen zum Singleplayer. Das liegt auch daran, dass ich den auch nicht so lange gespielt habe. Aber wie gesagt, ist es wirklich ein guter Singleplayer für ein Rip-Off-Game zu Minecraft. Es hat Mobs, ähnliches Gameplay und hat sogar einen Multiplayer, wo du in den Server reingehen kannst, um mit anderen Leuten zu spielen. Sicherlich auch mit deinen Freunden. Ey, okay, erwarte nicht, dass ich den ausgelutschten, wenn man Freunde hat, Joke rausbringe. Der ist wirklich unlustig. Aber wenn es bei dir die Wahrheit ist, kann ich auch nichts dagegen. Ey, warte, bitte, sorry. In dem Server, wo ich gerade war auch der Creative-Modus an. Es könnte auch sein, dass es auch den Survival-Modus gibt, aber ich weiß es nicht. Und ich war auch nicht so lange drin, weil es gab wortwörtlich nichts zu tun. Es gab sogar einen Chat, wo du dich mit anderen Spielern kommunizieren konntest, aber ich habe den nicht gerade benutzt, weil alle Spanisch geredet haben. Und y no hablo español. Gucken wir mal, was die Skins haut. Bedankt euch bei der Google-Übersetzung. Und die Skins sind einfach ein einziges Fiebertraum. Zum Beispiel, Sally heißt Mausi, Tom Mrs. Cat, Swag Green Man, Goofy George und Leonardo aus Teenage Mutant Ninja Turtle Tortoise. Was ist ein Tortoise? Ah, okay. Aber wie gesagt, ist World Cup wirklich ein gutes Rip-Off-Game zu Minecraft. Es lässt sich wirklich gut spielen und ich hatte wirklich bei der Aufnahme echt viel Spaß gehabt. Deswegen würde ich das Spiel im S-Tier packen. Wenn ihr also Brock für Minecraft seid, hier ist das Spiel. By the way, ich bin echt positiv überrascht, dass wir von so einem schlechten Start, wo ich den Dreck aller Spiele spielen musste, die noch dreckiger waren als manche Anime-Communities. Ihr wisst schon, welches ich meine. Zu es okay in guten Spielen wurde, wo das letzte Spiel noch besser sein soll. Wurde es nicht. Eher im Gegenteil. Firecraft 3D Pixel World. Wisst ihr aber, was das Traurigste daran ist? Dass dieses Spiel mehr ähnelt, anstatt was Craft Shooting Fort Battle vorgegeben hat. Das nicht heißt, dass es besser ist. Eher noch schlechter. Guckt euch mal das Menü an. Was ist das? Und was ist das für ein Name, den ich bekommen habe? Das sieht aus wie ein Hitman-Code. Mein Skin sieht auch so aus, als wäre es zu lange in irgendwelche Gassen gewesen und hätte irgendwelche nicht so legale Stoffe genommen. Deswegen wechseln wir ihn mal schnell. Und was ist das für ein komischer Skin? Der sieht so komisch aus, den muss ich einfach haben. Aber der kostet C, Klammer, Stern, E, Bindestrich, E. Was? Hab aber durch die Truhe 1, I-0, 0. Was? Leider reicht unser Geld nicht aus. Sorry, heute nicht. Komischer Typ mit komischer Maske. Nimm mir dann den Medic. So, lassen wir uns dann einen Blick in den Battle Royale Modus anschauen. Nur schade, dass es nur mit Bots spielen kann, weil das Spiel so gut ist, dass es keiner spielt. Die folgende Szene müsst ihr unbedingt mit Kopfhörern anschauen. Sorry, dafür musste es sein.
Hier wird das Spiel nur noch schlimmer. Es macht überhaupt keinen Spaß. Mit den anderen Spielen konntest du vielleicht noch ein bisschen Spaß haben, aber vielleicht nur ein bisschen Spaß haben. Aber dieses Spiel spielt sich einfach nur schrecklich an. Die Steuerung ist kacke, das Spiel sieht noch hässlicher aus und ich habe sogar in dieser Runde nicht mal eine einzige Waffe gefunden, obwohl ich in mehreren Häusern war. Und wieder Werbung. Aber man kann die fahren. Cool. Da ist sogar der Gegner, den ich hinzugefügt habe, mit einer Waffe. Woher? Aber mit oder ohne Waffe, ich werde ihn besiegen. Den Polizisten mit Nippel. Alles klar. Round 1. Fight. Invincible. Was habe ich gespielt? Muss es nicht mehr erklären. Ich muss nichts mehr erklären. Und das waren alle Whip-Off-Games zu Minecraft. Und ich bin ohne Witz einfach schockiert. Natürlich war mir klar, dass ich keine Game of the Year Spiele spielen würde. Aber so welche, ich hätte nicht erwartet, dass ich so einen Trash von Spielen spielen müsste. Deswegen Fazit des Videos, holt euch einfach das originale Minecraft. Auch wenn du zu broke bist, dann hol dir einfach die Handy-Version zu Minecraft. Aber keine Whip-Off-Games zu Minecraft. Wenn ihr mehr von so welchen Content haben müsst, dann schreibt mir das gerne in den Kommentaren. Dann bis zum nächsten Mal. Ich brauche wirklich eine Pause.